Hallo, mein Name ist Matthias Wallner Und mein Name ist Lukas Pöllmann. und in diesem Video stellen wir euch die Testergebnisse unseres Sleeve-Vergleichs vor. Hierzu haben wir Sleeves der Hersteller SPD, A7, Hansu, Inzer, Strength Shop, Titan und Oni getestet. Das Testprozedere hat hierbei so ausgesehen, dass die Testperson in Bauchlage gelegen ist und wir das Kniegelenk passiv in zwei vorab definierte Winkelstellungen bewegt haben. Hierbei haben wir den Widerstand, der an der Knierückseite durch die Weichteilhemmung der Kniesleeves entstanden ist und auch den Widerstand, der durch die Dehnung der Sleeves an der Knievorderseite entstanden ist, mittels einer Zugwaage gemessen. In jeder Winkelstellung haben wir hierbei 3 Messungen genommen und davon die Mittelwerte miteinander verglichen. Bei der Auswahl der Sleeve-Größe haben wir darauf geachtet, dass die empfohlenen Umfänge der unterschiedlichen Hersteller gleich sind, weil dieselben Größen unterschiedlicher Hersteller nicht dieselben empfohlenen Knieumfänge aufweisen. Bevor wir euch jetzt die Ergebnisse präsentieren, müssten wir vorab zwischen den Chargen unterscheiden. Es gab nämlich bei einzelnen Marken große Unterschiede in der Qualität, in der Größe und auch dem Support. Bei Inzer konnten wir am schnellsten einen Unterschied und einen größten Unterschied feststellen und deswegen haben wir Sleeves aus insgesamt 4 verschiedenen Bestellungen getestet. Inzer M-Sleeves haben aus unterschiedlichen Chargen einen Gewichtsunterschied von bis zu 70 Gramm aufgewiesen. Aber viel schlimmer waren die Inzer L-Sleeves, da haben wir nämlich ein Paar gehabt, wo es zwischen beiden Sleeves eines Paares einen Unterschied von 82 Gramm gab. Aus Erfahrung von anderen Athleten können wir die Gewichtsunterschiede bei Inzer bestätigen, aber auch bei Titan und A7 Sleeves feststellen. Dazu habe ich unten ein Video verlinkt von jemandem, der schon einen Test gemacht hat und eben Titan bestätigen kann. Hier jetzt einmal die Testergebnisse in Tabellenform. Wir haben zusätzlich zu den unterschiedlichen Sleeves auch einmal die 2 Kniewinkel ohne Sleeves getestet, um einfach zu wissen, welche Weichteilhemmung entsteht in den unterschiedlichen Kniewinkeln. Hier haben wir in dem offenen Kniewinkel 0,74 Kilogramm und im Spitzen 1,96 Kilogramm gemessen. Nun zu den SPD-Sleeves. Hier haben wir 3 unterschiedliche SPD-Sleeves getestet. 2 SPD-Sleeves der alten Generation. Einmal einen Sleeve, der sehr oft im Training verwendet worden ist, in der Größe S, und einen Sleeve der alten Generation, der sehr selten verwendet worden ist, in der Größe M. Die empfohlene Größe für die Größe S war 30,5 bis 33 cm und hier haben wir im offenen Kniewinkel 2,6 und im Spitzen 3,5 Kilogramm gemessen. Bei dem SPD-Sleeve, der nur sehr selten im Training verwendet worden ist, bei einer Größe M und empfohlenen Knieumfang von 33 bis 35,5 cm, haben wir 3,57 im offenen und 4,75 im Spitzenkniewinkel gemessen. Und bei den SPD-Sleeves der neuen Generation, den neuen Powerlifting Knee Sleeves, auch in Größe M, haben wir im offenen Kniewinkel 3,19 und im Spitzen 4,75 Kilogramm gemessen. Sprich, wir haben hier eigentlich selbe Messwerte erzielt wie bei Knee Sleeves der alten Generation, die auch noch nicht oft genutzt worden sind. Bei den Inzer Knee Sleeves haben wir wie gesagt auch unterschiedliche Chargen getestet. In dem Fall jetzt hier in der Tabelle abgebildet 2 Inzer Sleeves in der Größe M bei empfohlenen Knieumfang von 34,5 bis 37 cm haben wir bei den guten Inzern im offenen Kniewinkel 6,19 und im Spitzen 8,68 Kilogramm gemessen und bei den schlechten Inzern unter Anführungszeichen haben wir im offenen Kniewinkel 5,44 und im Spitzen 7,65 Kilogramm gemessen, was im Spitzenkniewinkel 1 Kilogramm Differenz, über 1 Kilogramm Differenz sogar bedeutet. Bei den Oni, die fallen in Größe L circa der Größe M von Inzern aus, so ist das auf der Website angegeben, sprich auch bei selber empfohlenem
empfohlenen Knieumfang wie die Inzer in M, haben wir im offenen 6,05 und im Spitzen 8,12 Kilogramm gemessen. Strength Shop Größe M, empfohlener Knieumfang 36 bis 39 cm, haben wir im offenen 5,57 und im Spitzen 7,84 Kilogramm gemessen. Bei den Titanen ebenfalls Größe M, bei einem empfohlenen Knieumfang von 37 bis 39 cm haben wir im offenen 5,63 und im Spitzen 7,59 Kilogramm gemessen. Bei den A7 in L, bei einem empfohlenen Knieumfang von 35 bis 38 cm haben wir im offenen 5,32 und im Spitzen 7,67 Kilogramm gemessen. Und zuletzt bei den Hansu, ebenfalls in Größe L, bei einem empfohlenen Knieumfang von 37 bis 39 cm haben wir im offenen 4,45 und im Spitzen 6,72 Kilogramm Zug gemessen. Was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Auch wenn Inzer Sleeves aus einer guten Charge mit Abstand den meisten Support geben, besteht immer noch die Gefahr, eine schlechte Charge zu bekommen, die dann weniger Support bringen. On top kommt auch noch der hohe Preis in Europa und die hohen Versandkosten. Somit ist für uns beiden klar, dass man da keine eindeutige Kaufempfehlung aussprechen kann. Preis-leistungsmäßig und vor allem wegen der schnellen Verfügbarkeit gewinnen bei uns eindeutig die Strength Shop Knee Sleeves. Wenn der Preis nicht entscheidend ist, sollte man nach dem Schnitt gehen und da können wir im Oni, A7, Strength Shop, aber auch die Inzer empfehlen, wobei den Inzer wieder dazu sagen muss, es besteht das Risiko einer schlechten Charge. Jetzt noch zu meiner subjektiven Meinung, ich habe nämlich alle Sleeves auch im Training getestet. Zu meinen Werten zum Zeitpunkt der Testung: Ich habe 81,5 Kilogramm gewogen, meine Wade war an der dicksten Stelle 40 cm und an der Unterseite, dort wo der Sleeve war, 39 cm. Mein Oberschenkel an der dicksten Stelle war 65,5 cm und 57 cm, wo das Sleeve war. Für mich persönlich fühlten sich die Oni mit Abstand am besten an. Dieses elastische Material, was auf der Vorderseite verarbeitet wurde, gibt mir das Gefühl eines Slingshot und wirklich einen aktiven Support. Was man auch dazu sagen muss, für mich persönlich kein Kriterium, aber doch was Positives, ist, dass es in der Kniekehle am wenigsten schmerzhaft war. Das Negative an den Oni Sleeve war, dass sie mir minimal zu kurz waren. Ich hätte sie gern etwas höher getragen und sie waren mir auch etwas zu groß. Ich hätte ganz gern etwas mehr Kniesupport gehabt. Wo man jetzt auch gleich wieder die Inzer erwähnen kann, die haben mit Abstand die größte Kniekompression gegeben und dadurch mir die meiste Sicherheit vermittelt bei Kniebeugen. Was man wieder dazu sagen muss, in der Kniekehle waren sie am schmerzhaftesten und was definitiv auch ein Grund sein kann, warum sie mir viel Sicherheit gegeben haben, die guten Aim-Sleeves haben mit Abstand am besten gepasst. Die Strength Shop verwende ich persönlich am meisten im Training, einfach weil sie günstig sind und dennoch relativ viel Support bieten. Die verrutschen bei mir leider. Die sind bei der Wade etwas zu locker und beim Oberschenkel zu eng, wodurch sie mir immer etwas runterrutschen. Ja, das war es mit unserem Knee-Sleeve-Vergleich. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben oder uns auch per Instagram schreiben. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen mit unterschiedlichen Knee-Sleeves uns schreiben, beziehungsweise in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen.